Hallo, heute zeige ich dir, wie eine der gesündesten Delikatessen aus den einfachsten Gurken entsteht. Bei diesem Rezept ist leider jedes Mal der Streit mit meinem Ehemann vorprogrammiert. Schau das Video bis zum Ende und du wirst verstehen, warum. Für die Schnellgurken benötigst du Gurken von einer kleineren Sorte, zum Beispiel Bauerngurken oder Einlegegurken. Nicht ausgewachsene Salatgurken gehen auch. Meine Gurken habe ich für das Rezept in meinem Gemüsegarten frisch gepflückt. Wenn du die Gurken in einem Laden kaufst, sollst du diese einige Stunden ins kalte Wasser legen. So werden sie noch knackiger. Außerdem habe ich Dill und Knoblauch bei diesem Rezept verwendet. Als erstes stelle einen Topf mit 1,5 Liter Wasser auf den Herd zum Aufkochen. Gib dazu ca. 45 Gramm grobes Salz und ca. 10 bis 15 Körner schwarzer Pfeffer. Füge noch 2 Lorbeerblätter dazu. Getrocknet oder frisch ist egal. Wasche die Gurken und die Gewürzblätter ordentlich. Nachdem die Salzlake aufgekocht ist und du es ausgestellt hast, lege den Dill in den Topf hinein und lasse es ca. eine Stunde lang ziehen bzw. abkühlen. Währenddessen schälst du den Knoblauch und halbierst ihn, damit das Aroma kräftiger wird. Gib den Knoblauch auch in die Salzlake hinein. Solange die Salzlake weiter abkühlt, bereite schon mal die Gurken vor. Schneide dazu die beiden Enden der Gurke etwas ab. Wenn du etwas dickere Gurken hast, steche diese mit einer Gabel in der Mitte durch. So werden diese schneller fermentiert. Die Salzlake ist inzwischen auf die Temperatur von ca. 40 Grad Celsius abgekühlt und wir können jetzt mit dem Fermentieren beginnen. Lege in eine Glasschale oder ein großes Glas als erstes den Dill aus dem Topf hinein. Gib dazu etwas Knoblauch und einen Lorbeerblatt. Danach schichte die Gurken in die Schüssel oder in das verwendete Glas und gieße die Salzlake inklusive restliche Gewürze hinein. Bedecke die Gurken mit einem flachen Teller, so wie ich das im Video gemacht habe, und lasse diese mindestens 48 Stunden an einem warmen und hellen Ort stehen. Wenn du ein großes Glas verwendest, lass den Deckel etwas offen. Ich lasse die Gurken einfach in der Küche auf der Arbeitsplatte stehen. Und vielleicht ist es auch das Problem, denn nach einem Tag schon verschwinden bei mir immer 2 bis 3 Gurken aus der Schüssel. Und nach 48 Stunden finde ich sehr oft auf dem Teller oberhalb der Gurken ein Gabel. Diesmal ist es auch keine Ausnahme, obwohl ich allen gesagt habe, dass ich dir das Ergebnis des Rezeptes zeigen möchte. Aber gut, dass einige Gurken noch da sind. Genauer gesagt 4 Stück. Besser als gar nichts, wie sonst. Die Gurken sind immer noch hell leuchtend grün. Der Geschmack von ihnen ähnelt Sauergurken, ist aber nicht so intensiv. Das ist eine tolle Beilage zu jedem Gericht und so lecker, dass mein Ehemann kein einziges Mal die 48 Stunden durchgehalten hat. Ist auch nachvollziehbar bei dem leckeren Geruch in der Küche. Probiere das Rezept auf jeden Fall aus und
Du entdeckst die Gurken auf eine neue, einzigartige Weise. Lass es dir schmecken!